Dann würde ich sagen, let's dive in und wir schauen uns mal ein bisschen Content zusammen an. Also, schön, dass ihr da seid. Danke für euer Vertrauen und dass ihr heute hier angereist seid oder euch zu Hause im Livestream die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Worum soll es gehen? Ich will erstmal kurz damit anfangen, so ein bisschen über das Warum reden. Warum reden wir überhaupt über AI heute? Was ist der Grund dafür und warum ist das so wichtig für dich? Wie kannst du mit der richtigen Denkweise und dem richtigen Mindset in 2026 dann auch sehr erfolgreich damit sein? Und Nick wird dann viel über das Wie reden, er wird auch über das Produkt reden und über Features. Wer hat mindestens einen Feature-Request, den er gerne loswerden würde? Ja, ich habe es befürchtet. Alles bitte Nick sagen. Ja? Nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich auf euren Input und werden darüber auch sprechen. 8 Jahre Wahnsinnszeit, 16.000 Kunden. Wer von euch war auf dem ersten One-Page-Workshop? Ja? Okay, da sind ein paar Hände da. Wisst ihr noch, wie viele Leute das waren? Da waren wir so, ich glaube, so 40 Leute oder so ungefähr auf dem ersten One-Page-Workshop. Seitdem hat sich viel getan. Ich glaube, damals hatten wir auch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Kunden wir hatten. Das ist natürlich eine Reise für uns und eine Reise für euch. Und ich will einfach kurz damit anfangen, euch die Wertschätzung zu geben und mich recht herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr mit uns diese Reise geht. Denn wir sind auch nicht unfehlbar. Ich glaube, wir machen viele Dinge ganz gut. Wir machen auch manche Dinge, die wünscht ihr euch anders. Das weiß ich, weil ich lese ja auch Intercom-Tickets und weiß, okay, da gibt es einen Feature-Request oder es gibt mal einen Bug. Es gibt eine Sache, die wünscht ihr euch schneller. Ich kann euch versprechen, wir geben immer unser Bestes und wir hören auf euch, auch wenn es manchmal länger dauert, als sich das der einige oder andere wünscht. Aber es ist nun mal immer so, dass die Sachen auch mal etwas Zeit brauchen. Aber es ist eine tolle Reise gewesen und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ihr mit uns diese Reise geht und uns auch dieses Vertrauen über die Jahre schon schenkt. Und was ist passiert? Wir haben damals angefangen mit OnePage 1.0. Ich weiß gar nicht, die meisten von euch werden das gar nicht mehr mitgekriegt haben. Wer kennt noch OnePage 1.0? Gehen so 10% des Raums hoch. Das war die allererste Version von OnePage, mit der wir damals rausgegangen sind. Die war ehrlich gesagt nicht gut. Ja? Und deswegen war ich umso dankbarer, dass trotzdem Leute gesagt haben, okay, das ist immer noch gut genug, dass ich dabei bleibe und mir das anschaue. Aber wir haben schnell festgestellt, die Technologie, wie wir es gebaut haben, am Ende die Leute wollten etwas anderes als das, was wir ursprünglich dachten. Deswegen mussten wir 2.0 bauen, war ein Riesenaufwand und sind dann im Prinzip mit 2.0, was auch bis heute die Core Base von OnePage ist, gestartet, die es dann ermöglicht hat, weiterzugehen. Wir sind dann weitergegangen, haben angefangen, Forms und Funnels zu integrieren, weil wir gesehen haben, viele Leute wollen Leads generieren. Jeder wünscht sich gerne mehr Leads, um damit mehr Umsatz zu machen. Das war die nächste Stufe. Und dann kam OnePage AI, ein ganz großer Schritt für uns, der auch nochmal sehr, sehr vieles verändert hat in der Wahrnehmung von OnePage, in der Größe des Unternehmens. Wir haben uns letztes Jahr mehr als verdoppelt als Firma, was eine Wahnsinnsreise war. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir natürlich heute wieder hier stehen und auf ein neues Jahr blicken, wo wir hoffentlich wieder vieles Cooles für euch entwickeln dürfen. Wir sind gut bewertet, das freut uns auch. Die meisten Leute finden uns richtig gut. Und wir hören immer wieder, dass die Leute natürlich wertschätzen die Einfachheit. Also am Ende ist es das, was ja die allermeisten Menschen zu OnePage bringt, ist die Tatsache, dass du eben weniger Schmerz hast bei der Erstellung von Dingen. Du kannst schneller sehr, sehr gute Webseiten, Landingpages und Funnel bauen. Und das machen wir auch nicht immer perfekt, aber ich glaube, von der Grundidee her, diese Einfachheit zu erzeugen und zu ermöglichen, gute Workflows zu haben, das ist eben so diese Core Vision, die uns treibt. Und der bleiben wir auch sehr, sehr treu, auch bei allem, was zukünftig kommen wird. Wird es immer darum gehen, das zu tun. Das war natürlich aber erst der Anfang. Wir haben echt viel vor in 26. Nick wird in seinen Slides ein bisschen was verraten von dem, was kommt. Noch nicht alles, weil manche Dinge sind auch noch in der R&D-Phase und wir arbeiten dran, aber es sind echt sehr exciting Dinge, die dieses Jahr auf euch warten. Und ich bin da selber schon sehr voller Vorfreude drauf. Nicht alles läuft perfekt, das habe ich gerade schon gesagt, aber wir entwickeln uns weiter und ich will mich einfach nochmal recht herzlich bei euch allen einfach bedanken für dieses Vertrauen, für dieses tolle Miteinander. Deswegen Applaus für euch, vielen Dank. Ja. Okay, das große Bild. Warum verändert AI eigentlich so vieles und was hat das für einen Impact? Wir haben 2 globale Herausforderungen, die existieren und die eigentlich, die Menschheit lösen muss in den nächsten Jahren. Wir haben einen demografischen Wandel und dieser demografische Wandel, also wir bekommen weniger Kinder, generell als Gesellschaft auf der ganzen Welt tatsächlich. Das ist kein nur europäisches Phänomen. Ihr seht hier die Kurven
Und da kann man sehr gut sehen, wie sich sozusagen die globale Kurve, aber auch dann in den einzelnen Teilen der Welt die Quote, wie viele Kinder Familien bekommen, verändert. Und es wird immer weniger. Also das heißt, wir haben zum allerersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Situation, dass es dazu kommen könnte und wahrscheinlich wird, dass die Gesellschaft kleiner wird. Und das hat auch einen wirtschaftlichen Impact, weil wenn du mal darüber nachdenkst, wenn die Gesellschaft kleiner wird und unsere Wirtschaft funktioniert ja nach folgender Regel. Die Idee unserer Wirtschaft ist, dass sie wächst. Ja? Also wir wachsen, wir steigern Produktivität und durch gesteigerte Produktivität wächst wiederum unsere Gesellschaft weiter. So ist das seit über 100 Jahren. Ja? Also kam dann wieder Fortschritt, Technologien sind entwickelt worden, die es uns ermöglicht haben, produktiver zu sein. Dadurch ist mehr Wachstum entstanden. Wenn jetzt aber weniger Menschen auf der Welt existieren, dann heißt das automatisch, ja, mathematisch, dass auch weniger Wachstum pro Kopf entstehen kann, weil es sind ja weniger Leute da. Und im Moment ist der Mensch derjenige, der in der Regel die Produktivität ja erzeugt. Wir benutzen zwar Dinge dafür, wie Maschinen oder Computer oder Gegenstände, aber im Prinzip ist trotzdem der Mensch noch derjenige, der die Produktivität erzeugt. Und das ist eine Herausforderung, vor der die Welt stehen wird in den nächsten Jahrzehnten. Gleichzeitig ist es so, dass du eine stagnierende Produktivität hattest in den letzten Jahren. Fühlt sich vielleicht für uns subjektiv gar nicht so an, weil es ja schon viel passiert die letzten 20, 30 Jahre. Aber tatsächlich, wenn du in ökonomische Daten reinschaust und man sich anguckt, wie ist die Produktivität pro Kopf früher gestiegen, pre-AI, also gerade in den Zeiten, so in den 30er, 40er Jahren, gab es wahnsinnige Sprünge in der Steigerung der Produktivität pro Kopf. Das heißt, die Kurve ging sehr steil nach oben. Und inzwischen hat sich das aber reduziert. Also wenn man die Long-Term-Trends sich anguckt in Economic Productivity Growth, dann seht ihr, dass das runtergegangen ist. Das heißt, auch das ist eigentlich ein Problem, vor dem die Wirtschaft zukünftig steht. Und ja, wie pünktlich kommt plötzlich AI? Und AI kann natürlich grundsätzlich diese Lücke schließen, weil AI es ermöglicht, dass die Produktivität massiv gesteigert wird, unabhängig von der Bevölkerungspopulation. Ja, also auch wenn es weniger Menschen sind auf der Welt, kann trotzdem die Produktivität massiv steigen. Und vieles deutet ja darauf hin, dass wir gerade erst die Anfänge davon sehen, wie sehr AI das transformieren wird. Also wie du durch künstliche Intelligenz plötzlich ein völlig anderes Level an Produktivität erreichen wirst. Das heißt, damit die Weltwirtschaft weiter wachsen kann, bei sinkender Population, muss die Produktivität pro Kopf ansteigen. Und das ist auch die Erwartung und teilweise bereits Realität, wenn es um AI geht. Deswegen setzen auch so viele darauf. Ob jetzt die Bewertungen von KI-Unternehmen auf der Welt alle so gerechtfertigt sind, da mag man sich drüber streiten. Ja? Also ich persönlich bin der Meinung, dass schon auch da sind gefährliche Tendenzen dabei, wie das überbewertet wird. Aber das gab es schon mal. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich mal mit der Dotcom-Bubble beschäftigt hat. Aber früher, als damals das erste Internet kam, wurden Firmen wahnsinnig hoch bewertet. Wahnsinnig hoch. Alle, die irgendwas mit Internet zu tun hatten, waren wahnsinnig viel Geld wert. Hinterher ist diese Bewertung komplett in sich zusammengebrochen. Das Internet hat trotzdem die Welt komplett verändert. Also zwei Dinge können richtig sein. KI kann die Welt komplett verändern und trotzdem kann die Bewertung falsch sein, die wir gerade sehen. Und ich glaube, irgendwo in diesem, ich habe keine Wahrsagerkugel, ich kann genauso wenig wie in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch und diese Bewertungen sind gerechtfertigt. Es ist nur mathematisch äußerst schwer teilweise nachzuvollziehen, wie das noch funktionieren soll, rein rechnerisch. Das ändert aber nichts daran, dass KI diesen transformatorischen Punkt überschritten hat und mit Sicherheit viel ändern wird. Und Marc Andreessen von Andreessen Horowitz, Nick zitiert ihn auch gerne, ist aus meiner Sicht einer der schlauesten Denker in diesem Kontext. Wer kennt den überhaupt? Wer kennt A16Z? Wer weiß, was das ist? Okay, das ist einer der erfolgreichsten Fonds der Welt. Die haben einige der erfolgreichsten Investments gemacht, die es jemals gegeben hat. Also wenn ihr auf die Webseite geht von Andreessen Horowitz, dann werdet ihr dort viele der bekanntesten Unternehmen sehen, die ihr tagtäglich benutzt, insbesondere im Technologiebereich. Und Marc Andreessen spricht viel über KI und warum ich ihm so gerne zuhöre, ist, weil er letztlich derjenige ist, der sich mit den ganzen Leuten unterhält, die tatsächlich KI einsetzen und richtig nah dran sind. Weil auch wenn sehr viele Leute über KI reden, jeder gefühlt ist ja jetzt KI-Experte geworden, ist es ja so, dass es eigentlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz der Menschen gibt, die wirklich ganz nah an der Forschung dran sind. Also wo wirklich was Neues entsteht und die wirklich bewerten, okay,
kriegen wir wirklich jetzt irgendwie AGI oder wie nah sind wir dran? Also diese ganzen Sachen, das ist ja da so ein bisschen noch, an dem Punkt stehen wir gerade. Und er ist einer der Denker, der sehr gut darüber nachdenkt und sehr gut artikulieren kann. Er bringt es auch auf den Punkt in einer Art und Weise, die man verstehen kann. Deswegen sehr empfehlenswert. Und er hat gesagt, naja, eigentlich ist KI ja sowas so ein bisschen wie so ein Stein der Weisen, weil wir nehmen Sand und Strom und aus Sand und Strom machen wir dann Intelligenz. Ja? Das ist ja das, was im Prinzip passiert. Ja? Also wir nehmen Sand und Strom und dann kommt irgendwie was Intelligentes dabei raus. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn du darüber nachdenkst. Also überleg mal, wenn du das vor 10 Jahren einmal erzählt hättest, hätte er dich für verrückt erklärt. Aber so ist es. De facto machst du das. Ist die Intelligenz in allen Punkten schon dort, wo sie sein sollte? Nein, ist sie nicht. Entwickelt sie sich aber extrem schnell weiter? Absolut. Gerade vorgestern wieder ein neues Cloud-Modell rausgekommen, was schon wieder eine erhebliche Verbesserung gebracht hat in gewissen Aspekten. Intelligenz wird also vielleicht perspektivisch zu einer Commodity. Also du kannst auf sie zugreifen und sie kaufen, so wie du dir andere Dinge kaufst. Es ist nicht mehr nur auf dich als Person bezogen. Deine Intelligenz ist nicht mehr das, was dich schützt, sondern du kannst die Intelligenz auch teilweise benutzen. Und das heißt, vorher war Intelligenz knapp, teuer und für wenige zugänglich. Ja, Intelligenz, wenn du sie halt nicht hast, dann hast du sie halt nicht. Ja? Und jetzt hast du plötzlich die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Es gibt sie im Überfluss. Sie ist gerade günstig. Sie ist theoretisch für alle verfügbar. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du diese Intelligenz nutzen, um damit dein Unternehmen erfolgreicher zu machen, dein Marketing erfolgreicher zu machen. Und ich glaube sehr, ich habe an diesen Begriff, den möchte ich auch gerne jetzt kurz mit euch explorieren. Und das ist das Super Empowered Individual. Warum? Die Grundlagen bleiben. Ich habe es vorhin schon gesagt. Du musst diszipliniert sein, du musst gute Ideen haben und du brauchst starke Teams, sonst kannst du nicht erfolgreich sein. Das hat sich nicht geändert. Aber AI ist ein Verstärker. Was man jetzt schon extrem gut sehen kann, ist, dass Leute, die AI richtig gut benutzen können, viel mehr rausholen können, als Leute, die es nur so ein bisschen benutzen. Vielleicht mal so gefragt, auf einer Skala von 1 bis 5, oder von 0 bis 5. Und sagen wir mal, 0 ist, du hast dich noch nie mit KI beschäftigt. 1 ist, du benutzt ChatGPT und schreibst damit, keine Ahnung, Briefings und machst damit Zusammenfassungen und solche Sachen. 2 ist dann schon, du hast dich vielleicht schon ein bisschen darüber hinaus auch mit anderen AI-Software-Tools beschäftigt. 3 ist dann, okay, du baust dir vielleicht sogar schon eigene MCPs, eigene Agentic Workflows. 4 ist, du bist schon so tief da eingestiegen, dass du selber eigentlich schon richtig gutes Prompt-Engineering kannst und kennst eigentlich alle aktuellen Stats. Und 5 ist, ich weiß nicht, du hast eigentlich letzte Woche bei Google aufgehört, bei DeepMind zu arbeiten, so ungefähr. So, also, wer gibt sich eine 0? Das ist schon mal sehr gut. Wer gibt sich eine 1? Eine Person, 2 Personen, 3. Ihr könnt ruhig ehrlich sein, ist nicht schlimm. Ja? Wer ist eine 2? Das würde ich sagen, großer Teil, fast die Mehrheit. Wer gibt sich eine 3? Okay. Wer gibt sich eine 4? Viele, okay. Wer gibt sich eine 5? Ich sehe, glaube ich, keine. Doch, 1, 2 Leute sehe ich. Ja? Hast du bei Google DeepMind gearbeitet? Lügner. Nein, alles gut, aber du bist fit. Okay, freut mich. Ja, also, was ich sagen wollte, ist, AI ist wie so eine Art Verstärker. Wenn du es gut benutzt, kannst du sehr, sehr viel damit rausholen. Und eine sehr gute Person kann durch AI zu einer brillanten Person werden. Eine sehr produktive Person kann durch AI zu einer herausragend produktiven Person werden. Und die Frage ist, wie machen das denn AI-produktive Menschen? Was machen die anders? Und ich finde, es gibt so 4 Dinge, die mir auffallen, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sehr erfolgreich sind in der Umsetzung von AI und denen, die weniger erfolgreich sind in der Umsetzung von AI. Das ist einmal klar denken. Klingt so banal, aber wenn du deine Gedanken nicht gut ausdrücken kannst, also wenn es dir schwerfällt, aktuell sind LLMs auf Chats reduziert, du hast ja in der Regel einen Chat und ein Chat erfordert, dass du klar deine Gedanken strukturierst. Du kannst auch die Voice-Funktion nutzen, dann kannst du es einsprechen, aber auch hier musst du in der Lage sein, deine Gedanken gut zu strukturieren. Wenn du jetzt völlig durch den Wind bist und ich überspitze jetzt mal, ja, und machst dann deine Voice so, ja, eigentlich müssen wir noch das Briefing machen, da fällt mir gerade ein, ich habe ganz vergessen dir zu sagen, eigentlich müssen wir ja auch noch, was ist denn eigentlich mit der CI? Ja, die CI, nee, die ist eigentlich nicht so wichtig. Ignoriere mal, was ich gerade zur CI gesagt habe und konzentriere dich jetzt mal auf das Briefing. Das wird schlechtere Ergebnisse produzieren, als jemand, der sehr klar und strukturiert und gewissen Regeln folgend
promptet und vernünftig seine Gedanken ausdrücken kann. Und Prompt Engineering wird immer so hochgesprochen, dass es so eine ultra krasse Disziplin ist. Am Ende hat das sehr viel damit zu tun, dass du sehr logisch formulieren kannst. Wenn du sehr logisch und kohärent formulierst und keine Gegensätze auslöst, dann kriegst du auch ganz gute Ergebnisse. Das Zweite ist, du musst Kontext liefern. Das ist das, wo ich in der Regel feststelle, die allermeisten liefern viel zu wenig Kontext. Deswegen habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, wo man sehr gut wie man sehr gut und einfach Kontext liefern kann, so für den Alltag. Experimentieren. Ohne Neugier kommst du im KI-Bereich nicht weiter. Und du musst AI first denken. Das ist auch noch ein großes Thema. Viele Leute zäunen das Pferd von der falschen Seite auf. Also du hast einen bestehenden Workflow und jetzt fängst du an, mit AI an ihm herumzudoktern. Manchmal ist es aber besser, du würdest mit KI beginnen und danach schauen, wie kriegst du es jetzt auf die richtige Spur gebracht. Das sind zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die aber oft, ja, insbesondere für Leute, die sehr eingefahren sind in ihren Prozessen, ist es manchmal schwierig, diese Transition zu machen und zu sagen, ich wechsle jetzt so hart die Art und Weise, wie ich arbeite, weil es erfordert, dass du völlig anders arbeitest. Das ist bei mir übrigens ganz genauso. Ich arbeite heute als CEO völlig anders, als ich noch früher gearbeitet habe. Ja. Generell, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wir gehen halt von T-shaped zu E-shaped. Nick wird das später auch nochmal erwähnen. Früher war es so, du hattest ein breites Grundwissen, du hattest eine Sache, die du richtig gut konntest. Mit KI ist es besser, du hast ein breites Grundwissen und dann hast du mehrere tiefe Zacken, du wirst eigentlich zum Multi-Experten. Ja? Es gibt ja so ganz viele Beispiele, wo du plötzlich merkst, okay, die Leute können auch andere Disziplinen, die sie vorher nicht beherrscht haben. Zum Beispiel gibt es jetzt plötzlich Designer und diese Designer sagen, ja, ich kann ja jetzt auch programmieren. Also brauche ich ja den Programmierer nicht mehr. Der Programmierer wiederum kann sagen, hey, ich kann ja eigentlich jetzt auch designen mit KI. Eigentlich brauche ich den Designer gar nicht mehr. Und dann hast du noch den Product Owner und der sagt, hey, ich habe mir ja das Produkt überlegt, ich kann das jetzt ja selber designen und selber programmieren. Eigentlich brauche ich die gar nicht mehr. Das heißt, du hast eigentlich so einen Mexican Standoff. Wisst ihr, was ein Mexican Standoff ist? Wenn alle Leute so mit der Kanone auf sich zeigen und egal wer wen er schießt, alle sind tot am Ende. Ja? Und so eine Situation entsteht ja da, weil die Leute anfangen, breiter zu werden in der Art und Weise, wie sie die Dinge umsetzen können. Und ich wollte euch mal so ein paar konkrete Beispiele geben, dass ihr vielleicht was habt, was ihr mitnehmen könnt. Und zwar als erstes möchte ich gerne anfangen mit Claude Cowork. Wer kennt Claude? Ich denke, das kennen alle. Wer kennt Claude Cowork? Wer benutzt Claude Cowork? Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Super, dann kann ich was dazu erzählen. Was hat Claude gemacht mit Claude Cowork? Sie haben ein neues Interface entworfen, also die Frage habe ich euch schon gestellt. Und da gab es einen magischen, ich erkläre es mal kurz, es gab einen viralen Moment, der Claude Cowork bekannt gemacht hat. Und zwar haben die Leute angefangen, mit Claude Cowork ihren Desktop aufzuräumen. Ja? Und das sieht man hier ganz schön. Du installierst dir das lokal und hat gesagt, hey, mach das mal bitte alles ordentlich. Und dann ist Claude Cowork hergegangen und hat den kompletten Desktop sauber, schön, ordentlich aufgeräumt. Und zwar nach Maßgabe, die ich vorher dem System gegeben habe, gesagt, hey, er sagt mir dann, wie möchtest du es gerne organisiert haben. Ich habe es dann auch getestet natürlich sofort. Und er nimmt alle deine Ordner, er analysiert deine ganze Festplatte, sagt dir, okay, du hast so und so viele Screenshots, hier sind Meeting-Dokumente, hier sind deine PowerPoints, hier sind deine Webinare, das wären die Ordnerstruktur, die ich dir vorschlagen würde. Soll ich dir das alles da einsortieren? Und dann sagst du, ja, mach bitte. Und dann sortiert dir das alles ein. Ja? Und warum ging das so viral? Im Prinzip, das sind Dinge, die hättest du schon vorher auch mit KI teilweise machen können, aber Claude Cowork ist im Endeffekt einfach nur ein anderes Interface. Also wie funktioniert das? Vielleicht erstmal zur Erläuterung. Du brauchst aktuell, glaube ich, immer noch den höchsten Plan von Claude, um das nutzen zu können. Und dann musst du dir Claude for Desktop runterladen, also du brauchst das lokal auf deinem Device und in der Desktop-Device hast du dann einen neuen Reiter, der heißt Claude Cowork und da hast du eben die Möglichkeit, auch Ordner zu hinterlegen und im Prinzip auf alle Daten zuzugreifen, die auf deinem File sind. Und du hast so ein paar vordefinierte Prompts, mit denen du sagen kannst, okay, hier sind jetzt zum Beispiel alle meine Meeting-Transkripte, die tue ich jetzt da rein und dann erstellst du dir auf dieser Grundlage neue Informationen. Warum ist das so powerful? Vielleicht auch nochmal der Unterschied. Wenn du normal mit einem LLM kommunizierst, zum Beispiel, egal ob ChatGPT oder ein anderes System, dann hast du ja ein
ein Ping-Pong-Dialog, der stattfindet. Ja, also du schreibst was, kommt was zurück, du schreibst was, kommt was zurück. Und hier ist es wirklich eher schon ein Agentic Workflow. Das heißt, das System kann auch autonom für eine halbe Stunde arbeiten an einem Task und verschiedene Schritte durchgehen, bis es das Ergebnis für dich erreicht hat. Und wie kannst du das konkret nutzen? Ich will euch mal so ein paar ganz konkrete Beispiele liefern, was ich zum Beispiel gemacht habe. Wir sind gerade dabei, mit OnePage auch in den USA anzugreifen. Und da habe ich an dem Strategiepapier gesessen. Also wir haben oft ein Strategiepapier als Grundlage für ein neues Thema, was wir angehen wollen. Und was habe ich da alles reingetan? Ich habe einen Folder gebaut und habe gesagt, okay, in dem Folder sammle ich jetzt alles, was relevant sein könnte für diese Sachen. Ich hatte Consulting mit einem sehr erfolgreichen Marketer aus den USA und das habe ich komplette Transkript habe ich in den Folder reingetan. Ich habe alle unsere Zahlen reingetan, die relevant sind für das Land. Also die komplette Analyse, wie sind unsere Conversion Rates, wie viele Kunden haben wir da gerade, was haben die so für Webseiten. Das habe ich auch in den Folder reingeladen. Und dann habe ich noch einen Haufen anderer Dinge dort reingeladen. Meetings von Nick und mir, wo wir darüber geredet haben. Alles, was ich irgendwie finden konnte. Und habe dann einen sehr langen Prompt geschrieben und nochmal erklärt, hey, nimm jetzt mal diese ganzen Files, das ist sozusagen die Base, aber dann recherchiere auch noch bitte folgende Punkte und daraus erstellst du mir dann mein Strategiepapier. Und du kannst halt dann, du nutzt das beste Modell von Claude, das ist Opus, und du kriegst eine sehr gute Qualität. Du kriegst ein Wahnsinnspapier, mit dem du wirklich arbeiten kannst. Anderes Beispiel, diese Slides. Ja, ich habe diese Slides mit KI generiert. Ich habe natürlich sehr viel Input gegeben. Ihr merkt ja, sehr viel von meinem Gedankengut steckt in dieser Präsi. Es ist jetzt nicht einfach nur eine Präsi, und das ist der lustige Vergleich. Wenn ihr jetzt auf ChatGPT geht und sagt, hey, machen wir mal eine Präsi zu dem und dem Thema, da kommt totale Scheiße raus. Ja? Wenn du allerdings den Kontext so krass erweiterst und in meinem Fall alle Präsentationen, ich mache ja schon lange Präsentationen, alle One-Page-Präsentationen, alle One-Page-Webinare, alle in einen Folder. Und da habe ich gesagt, okay, schau dir das an, wie ich rede, was ich für Themen mache, wie ist mein Stil und lass uns daraus erstmal diesen Skill entwickeln, wie das jetzt genau strukturiert sein soll. Und dann nimm bitte diese Themen, die ich gerne haben möchte und baue mir daraus eine Präsentation. Das war ziemlich fucking gut. Und ich habe dann am Ende natürlich nochmal die letzten 20% was angepasst, aber es war schon sehr gut. Und im Prinzip steht euch das auch zur Verfügung. Und was macht ihr also damit? Und das ist hier gut auf den Punkt gebracht, Cowork lets you complete non-technical tasks, much like how developers use Claude Code. Claude Code revolutioniert ja gerade so ein bisschen auch die Art und Weise, wie Developer arbeiten. Und im Prinzip ist Cowork das Gleiche, nur für Management. Und deswegen ist es ein sehr cooles Tool, was ich sehr empfehlen kann. Ihr braucht, wie gesagt, die höchste Claude-Lizenz und dann könnt ihr das machen. Was habe ich schon so gemacht? Ich habe es gerade erzählt. Strategische Ausrichtung auf Grundlage von Dokumenten, die wir vorbereitet haben. Auswertung von Customer Support Tickets. Ich habe einfach mal alle Rezensionen, das dritte ist zum Beispiel interessant, alle Rezensionen, die wir jemals gemacht haben von OnePage, auf allen Plattformen, die musst du jetzt auch nicht runterladen dafür, das geht ja einfach per Web, einfach mal alle auswerten lassen, die Marketingwörter identifizieren, die Relevanz haben, alles sammeln und mir dann einen Strategy Paper entwerfen, welche Wörter müssen in unseren Ads stehen, damit die Leute sich angesprochen fühlen, weil sie in unseren Rezensionen benutzen. Ja? Das Wort, was jemand in der Rezension benutzt, spielt schon eine Rolle. Wenn KI feststellt, dass alle das Wort fantastisch benutzen, statt dem Wort sehr gut, dann sollte ich auch fantastisch in meine Ad-Copy schreiben. Weil es wird wahrscheinlich besser funktionieren. Slides, Webinare und noch vieles mehr. Das heißt, du hast einfach einen Zeitgewinn und ich glaube, dass es gibt so einen lustigen Effekt und das will ich vielleicht noch kurz dazu sagen. KI kam raus, alle hatten den ChatGPT-Moment und haben dann festgestellt, okay, geil, damit kann ich jetzt das und das machen. Und dann ist ja so viel, was da immer passiert, dann wird man auch so ein bisschen müde und irgendwann so, ja, okay, ich habe ja jetzt irgendwie hier meinen Flow, mach jetzt mal weiter. Aber die Advancements, also die Weiterentwicklung, die passiert, die sind Wahnsinn. Das heißt, wenn ihr dann einfach mal wieder auf die neuesten Sachen schaut, werdet ihr feststellen, wie viel intelligenter das Ganze geworden ist. Und ich glaube, als Unternehmer, aber auch als Marketingverantwortlicher, völlig egal in welcher Rolle du bist, ich glaube, es ist deine Verantwortung, nah am Zahn der Zeit zu sein, um mitzubekommen, was du damit machen kannst. Ja? Und das ist nur ein Beispiel, es ist noch viel, viel mehr möglich. Ja? Wie gesagt, Claude Code, du kannst Skills dort hinterlegen, das ist jetzt eher für die Leute, die sich so ein bisschen mehr auskennen.
Wenn ihr gerne euch ab und zu gut informieren wollt, ich finde Everlast AI macht einen mega geilen YouTube-Kanal, einmal pro Woche die AI-News, kann man sich richtig gut anschauen, auf Deutsch und sehr kompakt und gut auf den Punkt gebracht. Und das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, was man mit Cloud Cowork machen kann. Ich habe euch ein zweites Beispiel noch mitgebracht, Notebook LM. Kennen bestimmt einige mehr, denke ich. Wer kennt Notebook LM? Wer nutzt es? Ja, auch ungefähr so 20% des Raums. Warum ist das so? Wofür ist das besonders cool? Aus meiner Sicht ist das besonders gut geeignet für Onboarding von neuen Mitarbeitern. Weil was kannst du machen? Ich meine, das Tool kennt ihr schon. Im Prinzip, du hast die Möglichkeit, dort in den Workspace verschiedene Informationen reinzuladen und deine eigene Wissensdatenbank aufzubauen mit Chat-Interface. Und das finde ich eigentlich das Coole daran. Wenn du jetzt hergehst und du hast dein ganzes Onboarding fertig für dein Team und du erstellst dir einen geilen Workspace in Notebook LM und machst dir dort einen Chat draus, dann können deine Mitarbeiter zukünftig, anstatt dich zu fragen, einfach Notebook LM fragen und dort chatten. Ich finde, das ist eines der am meisten unterschätzten Feature von Notebook LM, weil im Endeffekt, und ich habe es auch geschrieben, du kannst halt das Teamwissen demokratisieren. Ja? Also diese ganzen Informationen, die typischerweise von der Führungskraft abgefragt werden, die können auch über Notebook LM sehr, sehr gut an das Team weitergegeben werden. Deswegen ist das, finde ich, eine gute Möglichkeit, um gerade so sehr spezifische teaminterne Informationen gut aufzubereiten. Ja? Aus meiner Sicht ein sehr gutes Tool. Was cool ist auch natürlich, man kann sich ja diesen AI-Podcast erstellen. Wer kennt diese Funktion? Ach, gar nicht alle? Okay, man kann mit Notebook LM, kannst du dir die ganzen Informationen aufbereiten und dann kannst du sagen, erstell mir bitte einen Podcast daraus. Und dann kommt ein Podcast, der klingt auch echt sehr realistisch, wirklich. Und da unterhalten sich dann zwei Podcast-Hosts über das Thema, was du reingegeben hast. Und das ist richtig cool. Ich mache das zum Beispiel immer, ich lese also einer unserer Wettbewerber ist ja Wix, das kennt ihr vielleicht, das ist eine große Website-Plattform und das ist eine der wenigen Firmen, die public sind und da gibt es Quartalsberichte. Die sind jetzt nicht so geil zu lesen, ehrlich gesagt. Ja? Also es ist halt sehr, sehr trockene, sag ich mal, Börsensprache. Und was ich dann immer mache, ist, ich lade dann immer alle Berichte dazu einfach in Notebook LM und lassen wir daraus einen Podcast machen und hören wir den dann morgens beim Spazierengehen an. Super geil. Das ist jetzt so ein ganz easy Feature, mit dem du auch so gewisse Themen dir einfach so ein bisschen besser aufbereiten kannst. Ja? Also in der Praxis, Ideen für euer Business, du kannst eine Wissensdatenbank machen, wo alle SOPs, Prozesse, FAQs sind, Kundenfeedback hochladen, Researches machen, Content vorbereiten. Da hast du echt viele Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Und dann kommen wir natürlich noch zu Beispiel Nummer 3, was dir helfen kann, und das ist die Nutzung von One-Page AI. Warum haben wir One-Page AI am Ende eingeführt? Um auch den Workflow teilweise für dich zu verbessern, wie du gewisse Dinge umsetzen kannst. Deswegen gibt es ja eben diese automatische Generierung von Seiten. Was wenig genutzt wird, und ich finde eigentlich zu wenig genutzt wird, ist die Funktion Remix with AI, weil da kannst du ja ein Template nehmen und auch ein eigenes Template, by the way, und kannst es mit KI remixen. Deswegen, ich will es noch mal kurz erklären, weil ich merke, dass das wenig Leute nutzen. Eigentlich ist das Feature total mega, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorlage hast, angenommen als Agentur, und du hast einen Kunden und du willst nach deiner Standardvorlage arbeiten, dann kannst du eben im Prinzip den ersten Draft deines schon Winning Concepts einfach remixen mit AI und dann wird eine bessere Version rauskommen. Diese Features, die werden auch noch besser. Wir haben gerade, was das angeht, nochmal einen richtig coolen Uplift. Alle diese Funktionen, aber da wird Nick auch drüber reden, werden auch gerade noch optimiert. Aber das ist eben ein cooles Feature, mit dem du viel Zeit sparen kannst. Die Erstellung von Abschnitten, die du individualisieren kannst, sehe ich auch oft, dass die Leute es zu wenig nutzen. Du kannst ja einfach von Abschnitten dir Varianten erstellen lassen, wird teilweise auch eigentlich zu wenig genutzt. Viele Leute unterschätzen die Feature-Tiefe, die es eigentlich noch gibt innerhalb von One-Page AI, haben sich nur die Page-Generation meistens angeschaut. Du kannst Funnel inzwischen mit One-Page AI erstellen, da kommt auch gerade nochmal ein geiler Uplift und du hast natürlich den Code Assistant und das ist das Wichtigste, viele weitere Funktionen und Verbesserungen sind in Arbeit. Aber die Idee, und das ist vielleicht der springende Punkt, warum machen wir das? Weil wir eben auch daran glauben, dass OnePage als Tool, was auf Produktivität ausgerichtet ist, auf Einfachheit und Geschwindigkeit, wir müssen das Thema AI stark integrieren, weil letztendlich wird es das sein, was euch in den nächsten Jahren weiterbringen wird und euch helfen wird, als in eurem Geschäft bestehen zu bleiben, erfolgreich zu sein und zu wachsen. Und da haben wir sehr viel vor, aber wie gesagt, das wird Nick gleich im Detail nochmal erklären. Also, aber mein wichtigster Punkt ist, was ich eigentlich sagen will, ist, don't be fungible. Sei nicht austauschbar. Und diejenigen Leute, es gibt immer die Leute, die machen sich Sorgen, ja, KI wird uns alle die Jobs wegnehmen, es wird schwierig.
Wenn du zu denjenigen zählst, die sich jetzt intensiv mit diesen ganzen Sachen beschäftigt und nah dran bist, dann wird dir das mit Sicherheit nicht passieren. Wir haben bei OnePage einige Company Learnings mitgenommen. Learning Nummer 1, natürlich, je klarer dein Input, desto besser dein Output. Das habe ich eben schon erklärt. Learning Nummer 2, Iteration schlägt Perfektion. 3 Varianten in 2 Stunden zu machen und dann zu testen, ist einfach ein kompetitiver Vorteil, der dir helfen wird, erfolgreicher zu sein. Das geht auch in die gleiche Richtung hier mit Learning 3, AI für die 80%, du für die 20%. Denk den Workflow andersrum. Das Ganze compoundet über die Zeit. Wenn ihr es schafft, nur 1 Stunde pro Tag an Zeit zu sparen, dann spart ihr über das Jahr hinweg 9 Vollzeit-Arbeitswochen. Und KI kann das, aber es erfordert auch wirklich, dass ihr euch immer wieder daran erinnert und dann wieder in den AI-Workflow zurückkehrt. Ja, also was ich oft sehe, ist, dass Leute halt am Ende dann doch wieder zurückkehren zu alten Prozessen. Denkt AI first, schaut, dass ihr da den Fokus drauf habt, dann wird es auch gut funktionieren, weil dann könnt ihr enorm euren Output hebeln. Und wenn AI 80-90% von dir übernimmt, dann ist natürlich die Frage, was machst du dann in der Zeit? Ja, wenn du kein Briefing selbst ausformulieren musst, dann kannst du vielleicht mehr Kunden betreuen, neue Produkte entwickeln, Dinge vorantreiben, die du sonst nicht vorantreiben könntest, in dieser Zeit, die du dadurch gewonnen hast. Und deswegen nutzt AI-Tools aggressiv, um eure Hebelwirkung zu erhöhen und damit weiterzukommen. Das heißt, ich habe 3 Kernbotschaften, die ich gerne mit euch teilen wollte. Botschaft Nummer 1, OnePage entwickelt sich weiter und AI ist strategische Priorität. Wir legen vollen Fokus darauf, weil wir glauben, dass das der Schlüssel sein wird, in den nächsten Jahren viel erfolgreich zu sein, neben natürlich vielen anderen Features, die wir euch vorstellen werden. Das wichtigste Statement, AI ist ein Verstärker. Wenn ihr sie richtig nutzt, die AI-Capabilities, könnt ihr euren Output 10xen. Das geht. Und es erfordert aber, dass ihr wirklich Zeit in diese Vorbereitung steckt. Nehmen wir mal dieses Beispiel von dem Strategiepaper, was ich eben erzählt habe für die USA. Das ist nur gut geworden, weil ich vorher einmal geil den Kontext vorbereitet habe. Also ich habe einmal richtig Zeit investiert und habe den Kontext extrem gut vorbereitet und habe mir sozusagen die Basis geschaffen, zukünftig, das kann man auch teilweise mit Skills noch ein bisschen vereinfachen, aber das sei mal dahingestellt, baust dir damit die Basis für zukünftige Möglichkeiten. Und wenn du das richtig nutzt, dann kannst du natürlich zum super empowered Individual werden und viel mehr reißen. Deswegen sieht man ja auch gerade, wie Startups teilweise mit 3, 4 Leuten den Output erzeugen, den vorher Firmen mit 50, 60, 70 Leuten nicht hingekriegt haben. Also diese Zeit ist jetzt, wo man das tun kann. Superproduktivität ist also möglich. Die Frage ist nur noch, wie schnell kannst du das erreichen? Das Action-Item, was ich euch gerne mitgeben würde: Überlegt euch diese Woche mal eine repetitive Aufgabe, die ihr mit AI beschleunigen wollt. Nehmt eine Sache mit, fangt an, diese Dinge umzusetzen, damit ihr hinterher dann auch den Effekt davon habt, ja, und davon dann auch wirklich profitieren könnt. Vielleicht jetzt mal erstmal Frage an euch, wer hat jetzt mindestens eine Sache gehört, wo ich denke, wow, das würde ich gerne mal ausprobieren, das habe ich noch nicht getestet, probiere ich aus. Was ist es? Notebook LM? Claude Cowork? Noch jemand? Podcast-Funktion, okay, super. Also jeder was Unterschiedliches. Das ist auch genau richtig. Am Ende ist ja so ein Workshop immer, man sagt ja immer, man besucht einen Workshop. Eigentlich finden hier ja gerade hunderte Workshops gleichzeitig statt, weil jeder von euch hat ganz individuelle Wünsche, was ihr gerne erreichen wollt. Und ihr pickt euch einfach die Sache raus, die für euch relevant und wichtig ist. Und genauso soll es auch sein. Also hört euch heute die vielen verschiedenen Vorträge an. Das wird ein Content Overload für den einen oder anderen, weil wir echt sehr viele verschiedene Facetten haben, aber pickt euch die Dinge raus, die für euch relevant sind und holt sie euch zurück. Ich habe noch eine Bitte an euch und dann darf ich nämlich gleich an meinen Co-Founder übergeben. Und zwar, Nick hat sich sehr viel Mühe gegeben, um euch einen coolen Einblick zu geben, auch in die Funktionen und was uns jetzt so erwartet. Und ich will euch einfach nur mal daran erinnern, bei ihm habt ihr jetzt gleich die Möglichkeit, das einmal als erstes zu machen und danach dann in dem gleichen Niveau bei allen anderen, die danach kommen, dass wir bitte energetisch uns daran erinnern, was wir gerade vor 30 Minuten besprochen haben. Und ich erzähle es nochmal, weil ich weiß, jetzt habe ich euch gerade einen Vortrag erzählt, jetzt sitzt ihr gemütlich in eurem Stuhl und jetzt kommt der Netflix-Moment, ja, so, jetzt kann ich hier chillen, ja. Und genau das ist nämlich nicht das, was wir wollen, sondern ihr müsst in dem Moment einfach weiter energetisch bleiben und nicht nur, wenn ihr motiviert seid, sondern auch an anderen Momenten. Erinnert euch an meine Geschichte vorhin vom Joggen gehen und vom motiviert sein. Ja? Deswegen,
würde ich euch bitten, dass wir dann gleich, ich übergebe jetzt erstmal gleich zurück an unsere wunderbare Moderation, die übrigens auch einen großartigen Applaus verdient hat von euch dann. Ja. Und danach bei Nick bitte richtig mal die Hütte abbrennen. Und dann darf ich mich erstmal bei euch bedanken und übergebe damit jetzt gleich an Nick und sage vielen, vielen Dank und ich wünsche euch einen großartigen Tag. Wir sehen uns später. Dankeschön.